Ich freue mich, dass ich heute mit meinem Kollegen sprechen darf, dem Maxi. Maxi, wir kennen uns von dem BMBF-Projekt Coaches für digitales Lernen in Clustern. Du hast ja 'ne ganz interessantes, ja, Profil, sage ich jetzt mal, für unser Projekt auch, für das Erasmus-Projekt Uninleco. Und zwar bist du einerseits bei der strategischen Partnerschaft Sensorik, e.V. als Coach für digitales Lernen tätig. Dann bist du freiberuflich im Medienpädagogischen Institut JFF tätig und, unterstützt da vor allem, junge Menschen bei der Ausbildung von Medienkompetenzen und engagierst dich ja dann noch sehr stark auch für die Bananenflanke, für eine ja, Institution. Das kannst du vielleicht später noch ein bisschen erklären, was die Bananenflanke macht, die sich für Kinder mit Down-Syndrom einsetzt, um Fußballspielerin oder Fußballspieler zu werden. Also, genau. Und deswegen bringst du auch einen sehr inklusiven Blick mit und das finde ich vor allem in dem Projekt ganz interessant. Also, vielleicht kannst du mal noch so ein bisschen beschreiben, wer du bist, was du machst und genau, vor allem mit Blick auf, digitales Lernen und Medienkompetenzen. Vielen Dank für die Vorstellung, Stefanie. Genau, wir waren zusammen im Projekt Codiclast und kennen uns dadurch auch schon ein paar Jahre und haben da natürlich auch viel mit digitalem Lernen gearbeitet. Ich habe Erziehungswissenschaft an der Uni Regensburg studiert, also Pädagogik. Dadurch ist vor allem Didaktik bei mir immer sehr stark verankert, aber vor allem auch der Medienteil, der digitale Medienteil war schon immer von starkem Interesse. Deswegen habe ich eigentlich auch in meinem Studium alles danach ausgerichtet und dann auch während dem Studium schon freiberuflich angefangen als Medienpädagoge zu arbeiten. Mhm. Wie du schon gesagt hast, beim JFF in München mache ich meistens meine Workshops und die sind primär mit Kindern und Jugendlichen und meistens in Schulen. Also jede Schulart, Mittelschule, Realschule, Gymnasium und von wirklich 5. bis 10. Klasse das ist meistens so der Zeitraum, da sieht man viel und lernt man viel kennen, wo vielleicht noch die Probleme in der Medienkompetenz sind. Und da sind meine Workshops primär auf Smartphone ausgelegt, also arbeiten mit Smartphone, Mhm. so ein bisschen dahinter gucken, was macht man denn mit dem Smartphone, wem gehört denn das Ganze, dass man da so ein bisschen dahinter blickt als nur den Screen und das, was man auf dem Screen macht. Ähm, Dann bin mein Hauptberuf, ich bin Coach für digitales Lernen bei der strategischen Partnerschaft Sensorik e.V. Ähm, Wir sind ein Netzwerk für Sensoriktechnik. Das heißt, ich arbeite in der Mitte der Wirtschaft für viele verschiedene Wirtschaftsunternehmen und bin primärer Ansprechpartner für das Thema digitales Lernen, vor allem digitale Weiterbildung. Ich helfe Unternehmen, ihre Weiterbildungen, die schon bestehen oder die gerade aufgebaut werden, zu digitalisieren, in den digitalen Raum zu bringen und da Lösungen zu finden, die für alle Seiten passend sind, also vor allem auch für die Zielgruppe. Da muss man natürlich immer sehr darauf achten, dass man die Leute auch erreicht. Und genau, du hast den dritten Aspekt auch schon angesprochen, das mache ich ehrenamtlich noch, das Team Bananenflanke in Regensburg. Wir sind ein Fußballverein für geistig beeinträchtigte Kinder, nicht bloß Kinder Ah, mit okay. Down-Syndrom, sondern alle geistigen Beeinträchtigungen. Und unser Ziel ist es, uns gibt es jetzt schon seit über 10 Jahren, ähm, gibt es sogar schon, ich glaube, es sind schon fast 20 Standorte in ganz Deutschland. Mhm. Es wurde in Regensburg gegründet, aber es kommt einfach gut an und unser Ziel ist es, den Kindern zu ermöglichen, was ihnen sonst nicht zu ermöglichen ist, als Fußballprofi unterwegs zu sein. Die spielen bei uns, sind bei uns Fußballprofis und dürfen alles machen, was Fußballprofis machen, von in Ligabetrieb spielen, Interviews geben, alles Mögliche. Also das, alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, haben sie schon mal gemacht. Und da entwickeln sie sich natürlich vor allem auch ihre Persönlichkeit weiter, werden selbstbewusster. Und das Mhm. ist einfach noch das Ziel. Und das zweite Ziel ist, dass wir
solche Menschen, die normalerweise eher am Rand der Gesellschaft stehen, in die Mitte der Gesellschaft bringen und einfach zeigen, es ist ein Teil unserer Gesellschaft. Und deswegen sind alle Spieltage und alle Events, die wir machen, sind immer in der Mitte der Gesellschaft. Das heißt, wenn wir einen Spieltag organisieren, dann machen wir den an einem zentralen Ort. In Regensburg zum Beispiel mitten in der Altstadt bauen wir einen mobilen Soccer-Court auf und spielen dann da, dass alle Leute, die vorbeilaufen, unsere Kids da spielen sehen und einfach sehen, dass das auch normale Menschen sind, die Spaß am Fußball haben. Und das ist da einfach ein Ziel dabei. Und man kommt natürlich auch mit den Kids. Also ich bin jetzt seit 7, 8 Jahren dabei und dann baut man natürlich auch eine persönliche Beziehung zu den Kids auf und lernt natürlich da auch, kriegt da ein bisschen mehr mit. Da sind jetzt Medien nicht im primären Trainingsbetrieb Thema, aber natürlich so im privaten Austausch kriegt man da auch ein bisschen mit, wie denn der Umgang mit Medien eigentlich bei den Kids ist. Mhm. Genau. Ja, spannend, weil wenn man ja an Kinder und Jugendliche denkt, da gibt es ja diesen Begriff Digital Natives. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass Kinder und Jugendliche ja einfach nur, weil sie jetzt in der digitalen Welt geboren sind, einfach auch schon digital kompetent sind und nicht so wie die ältere Generation, die Digital Immigrants, die ja quasi sich das mühsam erarbeiten müssen. Also, was fällt dir da auf in deiner Tätigkeit jetzt vielleicht beim JFF oder auch bei der Bananenflanke beim ehrenamtlichen Engagement? Was sind denn da so vielleicht auch Barrieren bei den digitalen Medien und auch so Lernbedarfe, die Kinder und Jugendliche haben? Also wenn ich jetzt, weil ich natürlich auch im digitalen Medienraum mit den Schülern primär arbeite, also das wirklich das Thema ist, kann ich da ein bisschen mehr drüber erzählen. Und da würde ich sagen, der Umgang mit den Medien arbeiten, ist nicht das Problem. Also da kommen die Kids vor allem, was Tablet und Smartphone angeht. Computer ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil das Mhm, rückt bei den Jugendlichen eher so ein bisschen auf die Seite, weil sie einfach immer mit dem Smartphone und heutzutage kann man alles mit dem Smartphone machen. Wenn man damit arbeiten muss, finden sie sich schnell rein, können viel machen, kreativ sein. Aber wenn man so eine Ebene dahinter weitergeht und sagt, was, ähm, was ist mit Datenschutz? Was mhm, ist, welche Unternehmen machen denn die Apps, die ich habe? Was machen denn die mit den Daten, die sie von mir bekommen? Ähm, warum wähle ich die App aus und nicht die? Also wenn mhm, ich jetzt halt mehr Auswahl habe, so einfach diesen Blick hinter die Kulissen, der fehlt oft. Und da fehlt auch so ein bisschen ich will nicht sagen das Verständnis, aber so ein bisschen der Bedarf. Also sie sehen da nicht unbedingt den Bedarf, dass ich jetzt dahinter gucken muss. mhm, Und also das ist dann auch eine primäre Aufgabe von mir in meinen Workshops, den Kindern und Jugendlichen das so ein bisschen zu zeigen, was für Unternehmen stehen denn dahinter, was haben denn die für Interessen, was wollen denn die mit euren Daten machen oder und sie dann selber entscheiden lassen, was sie dann wollen. Weil ich möchte den Kindern jetzt nicht sagen, Google ist total blöd und Facebook ist total blöd, weil die bloß Daten von euch haben wollen, mhm, sondern ich möchte ihnen eben die Kompetenz geben zu sagen, ihr versteht, was die mit euren Daten machen und ihr dürft mhm, selber entscheiden, ob ihr das gut findet oder nicht oder ob das okay für euch ist mhm, oder ob ihr die Vorteile, die ihr dafür bekommt, dass sie eure Daten bekommen, sind euch wichtiger als das, dass sie die Daten bekommen. mhm, Also einfach das Prinzip verstehen. Und das ist wirklich oft was, wo ich in meinen Workshops merke, das ist so ein eye-opening Moment, wo man dann die Kids einfach sieht, wo sie dann auf einmal so schnallen, okay, deswegen ist WhatsApp überhaupt umsonst, weil die mhm. Daten von mir bekommen oder weil die Firma über andere Apps, die ich auch nutze, Daten über mich bekommen. Ja, Ähm, mhm, und solche Themen, auch wie verdienen denn die Apps Geld? Also warum ist Snapchat umsonst? Warum ist Instagram umsonst? mhm, Ähm, diese Dinge zu hinterblicken, das ist was, wo definitiv viel Bedarf, vor allem bei Kindern und Jugendlichen da ist, das zu hinterfragen und zu verstehen. Und wenn ich jetzt also sonst mit Smartphone, Tablet arbeiten, kein Problem, da sind sie Digital Native genug, weil sie damit aufwachsen. Also mhm, Vision,
sonst irgendwie überhaupt kein Problem. Wenn ich aber dann zum Laptop gehe, dann kommen da ganz andere Probleme. Also dann sowas wie 10-Fingersystem oder sowas. Ich bin damit aufgewachsen. Ich hatte einen Computer und musste halt schnell meine Chatnachrichten schreiben. Und dann habe ich es mir beigebracht. Aber die haben halt ihre 2 Daumen, mit denen können sie das machen. Und die anderen 8 Finger gibt es quasi nicht. Die gibt es quasi nicht. Und dadurch fehlen natürlich so Kompetenz wie eine PowerPoint erstellen. Lernt man natürlich in der Schule, aber halt bloß das, was man muss. Und solche Kompetenzen rücken immer mehr in den Hintergrund, weil das Smartphone und das Tablet immer mehr in den Vordergrund rückt. Und auch in Schulen, wenn ich jetzt so die Tendenz an Schulen sehe, ist die Tendenz eher, Tablets in Klassen zu holen, dass sie halt alles mit Tablets machen können, Ja, was natürlich viele Vorteile hat, aber dadurch rückt natürlich auch der Computer in den Hintergrund, weil man mit Tablet alles machen kann, was man mit dem Computer auch machen kann. Und wenn sie dann in die Arbeitswelt kommen und dann vielleicht einen Bürojob haben, haben sie Probleme, weil sie da nur mit dem Computer arbeiten. Also das ist definitiv was, wo ich sage, das ist schon so ein Knackpunkt von Schule zu Job, dass der Umgang mit dem Computer nicht mehr so geschult wird oder nicht mehr so im Zentrum steht. Ja. Und genau. Ja, das ist total spannend, weil da kannst du natürlich auch durch die Tätigkeit bei eurem Cluster, bringst du da ja auch das Wissen mit, wie Leute ja auch arbeiten. Also das Cluster ist ja sehr groß, ihr habt ja da wirklich zahlreiche Netzwerkpartner. Und dadurch kannst du den Kindern und Jugendlichen ja auch so ein bisschen vermitteln, was da halt zukünftig auch von ihnen gefordert wird. Oder wie hilft dir das sonst noch? Also nachdem meine Workshops den Fokus auf dem Smartphone haben, ist der Computer leider immer nicht so im Thema, aber es hilft mir natürlich, vor allem auch am Smartphone, zu verstehen, wie Unternehmen funktionieren, wie es in Unternehmen läuft, wie Mitarbeiter im Unternehmen funktionieren, um das einfach auch den Kindern mitzugeben. Und ich fände es schön, wenn die Jugendlichen, die mit dem Tablet oder mit dem Smartphone gut umgehen können, die Kompetenz in Unternehmen mitnehmen und den Leuten, die vielleicht nur mit dem Computer umgehen können, die Kompetenz für Smartphone und Tablet beibringen und die mit dem Computer umgehen können, das Ganze natürlich dann an die Jüngeren vielleicht weitergeben, dass man da eben so einen Konsens findet. Aber da ist mir, also da hatte ich lustigerweise mal einen Moment, wo ich ein bisschen gemerkt habe, wo das herkommt, dieses nicht dahinter blicken, warum, wie was funktioniert oder sowas, weil sie nicht damit aufgewachsen sind. Also sowas wie, wenn ich Schülern sage, sie sollen doch bitte das und das, sie sollen einen Link eingeben. Also ich habe ihnen einen kurzen Link gegeben, was weiß ich, www.jff.de, sie sollen es eingeben und die gehen alle zu Google und machen diesen Link tippen den Link in die Google-Leiste ein, weil für sie Google ist Internet. Und sie verstehen nicht, was ist ein Browser, was ist Google. Für die ist das alles eins, weil sie damit nicht, für sie ist es schon immer da und Google ist schon immer da. Und ich bin damit aufgewachsen, dass für mich ist Google eine Suchmaschine. Ja. Und dann gibt es einen Browser und im Browser kann ich ins Internet gehen. Und das sind so Sachen, wenn es sie nicht interessiert, dann müssen sie das nicht, weil müssen sie ja nicht. Ja, verstehe ich. Und das sind so Sachen, wo ich dann sage, okay, sie bekommen halt einfach schon super viel, was funktioniert, was läuft und sie müssen gar nicht mehr hinterfragen. Wir mussten, also als ich aufgewachsen bin, ich musste halt alles hinterfragen. Warum, wieso? Und dann versteht man so ein bisschen den Zusammenhang. Und heutzutage ist da der Bedarf gar nicht mehr da, danach zu fragen, sondern weil es funktioniert ja alles. Und beim Smartphone ist es noch krasser, dass alles funktioniert. Muss ja auch. Also es muss ja funktionieren. Ich kann jetzt nicht anfangen, irgendwelche Sachen zu installieren auf dem Smartphone, weil das einfach viel zu gefährlich fürs Smartphone wäre. Und am Computer ist ja genau andersrum. Also wenn da was nicht funktioniert, dann kann ich mir meine Lösungen zusammenstopseln durch alles. Aber wenn ich das nie machen muss, warum soll ich die Kompetenz haben? Und das ist dann schon, ja, also das sind so die Sachen, die mir bei den Kindern und Jugendlichen eigentlich am meisten aufgefallen sind.
Und wenn man dann natürlich jetzt die Kinder und Jugendliche mit geistiger Beeinträchtigung nimmt, sind es natürlich nochmal ganz, also was heißt ganz andere, aber da muss man auf einer ganz anderen Ebene irgendwie ansetzen. Also wir haben ja schon mal, ich habe es ja vorher schon angesprochen, dass ich da jetzt nicht in meiner Arbeit viel mit Medien zu tun habe, sondern eher Ja. dann im privaten Umgang. Und da geht es dann sowas um solche Dinge wie WhatsApp-Nachrichten. Also klar, sie haben dann mal die Handynummer, weil sie mal Bescheid sagen müssen, dass sie später kommen oder was auch immer. Und dann ist es für sie aber ganz normal, dass sie die Handynummer, meine Handynummer an ihre Freunde weitergeben, die auch Spieler bei uns sind. Die kenne ich ja auch und das ist ja alles okay. Aber ich weiß nicht, ob ich, wenn jetzt ein erwachsener Mensch meine Handynummer einfach weitergeben würde, ohne mich zu fragen, ob ich das so cool fände. Aber Ja. das sind so Dinge, die den Kids einfach nicht so wichtig sind und die einfach nicht so ganz verstanden werden, was Datenschutz zum Beispiel ist. Mhm. Also wenn da WhatsApp-Gruppen mit 20 Leuten gemacht werden, weil das alles Freunde von dem einen Kind sind, Ja. dann umreißen sie nicht, dass alle Leute, die in der Gruppe sind, auch alle Handynummern von allen anderen Menschen sehen. Mhm. Und da geht es dann halt eher darum, dass sie halt die Leute alle in einer Gruppe haben wollen und dass sie es nicht 20 Mal schreiben müssen, sondern bloß einmal und dann bekommen es alle. Ja. Und da muss man, glaube ich, auf einer ganz anderen Ebene ansetzen und auch ganz andere Maßstäbe setzen. Also da muss man dann vielleicht dann auch selber überlegen, wenn mich das super stört, dann gebe ich halt meine Handynummer nicht raus. Raus. Mhm. Und da kann man aber auch mit denen so, also im persönlichen Umgang kann man natürlich trotzdem sagen, hey, ich möchte nicht, dass du meine Handynummer weitergibst. Und dann machen die das auch nicht mehr. Mhm. Aber wenn ich jetzt anfange zu erklären, warum ich das nicht möchte, dann verliert man es Mhm. irgendwann. Also da muss man einfach ein bisschen weiter runtergehen. Und dann, glaube ich, ist der Umgang von dem, wie sie das Handy nutzen oder die Medien nutzen, Mhm. natürlich nochmal eine Ja. ganz andere Ebene. Also da ist viel Kommunikation, YouTube-Videos anschauen. Und das ist dann schon auch das, wofür die Handys meistens verwendet werden. Bilder machen, Videos machen natürlich. Aber da muss man einfach einen anderen Maßstab dann auch ansetzen. Mhm. Ja, was ich so interessant gefunden habe bei dem Erasmus-Plus-Projekt Uni in Leco, weil ich ja auch die Erfahrungen von dem Codiclass-Projekt mitnehme. Wir haben das genannt, inklusive Coaches oder Coaches für inklusive digitales Lernen. Mhm. Und dass halt die Ansprache, also du beschreibst es ja auch so ein bisschen, dass die Art und Weise, wie ich dann mit Kindern und Jugendlichen drüber rede oder dann vielleicht sogar mit Kindern und Jugendlichen, die noch Beeinträchtigungen haben, dass das anders sein muss. Und Ja. da war es auch für mich nämlich so, dass ich mich dann im Rahmen von dem Unileco-Projekt eigentlich das erste Mal stärker mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigt habe. Also einerseits, wie kann Hardware schon barrierefrei sein oder welche Unterstützungsassistenten und so weiter gibt es da alles? Oder auch die barrierefreie Softwareprogrammierung, Website-Programmierung. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch so eine einfache Sprache, die es halt bei Mhm. vulnerablen Gruppen einfach schon braucht. Also es macht schon einen Unterschied, arbeite ich jetzt mit Erwachsenen in Unternehmen und bringe Mhm. denen bei, wie Lehrmedien oder Lernmedien quasi entwickelt werden oder was Digitalisierung heißt oder wie ist es mit Kindern und Jugendlichen, Senioren, Seniorinnen oder vielleicht Menschen, die Migrationshintergrund haben. Also fällt dir das auch auf, dass man mit denen einfach Ja. anders auch umgehen muss? Also jetzt auch didaktisch, dass es da andere Medien braucht. Ja, also definitiv. Also wenn ich jetzt bei mir in der Arbeit an meine Weiterbildungen denke, die ich mache, da kann ich viel auch voraussetzen, also viel Vorwissen voraussetzen und sagen, das müssen Sie wissen. Und wenn Sie es, also ich sage mir nicht bewusst, das müssen Sie wissen, sondern ich gehe einfach davon aus, dass Sie es wissen. Mhm. Und ich gehe dann davon aus, wenn es jemand nicht weiß, dass er die Kompetenz hat, sich selber das nachzugucken, was das bedeutet. Mhm. Also wenn es wird nie sein, dass jemand eine halbe Stunde zuhört und kein Wort verstanden hat, wenn ich jetzt die Weiterbildungen mache, sondern also für Erwachsene und im Wirtschaftsbereich. Aber wenn jetzt einzelne Wörter drin sind, dann gehe ich davon aus, dass ich das nicht erklären muss, sondern dass die Person das selber sich herleiten kann, nachschauen kann.
wenn ich das mit Schülern mache, gehe ich nicht davon aus, dass die das, also gehe ich nicht davon aus, dass die überhaupt die Motivation haben, das nachzuschauen. Die werden dann, die verliere ich dann wahrscheinlich gleich, wenn sie das zweite Wort nicht verstehen, innerhalb von 2 Minuten, dann sind sie weg und dann habe ich sie verloren für die nächste halbe Stunde. Und da muss man natürlich dann eine ganz andere Voraussetzung, also man muss mit einer ganz anderen Mentalität reingehen, was man voraussetzen kann. Also am besten weniger voraussetzen, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, und wenn ich natürlich dann an vulnerable Gruppen denke, noch weniger. Also man muss sich schon immer anschauen, was ist denn die Zielgruppe, mit der ich zusammenarbeite, und darauf eingehen, was darf ich an Wissen voraussetzen und auf was kann ich aufbauen. Weil das ist ja das Ziel. Man will ja was aufbauen und am besten baut man neues Wissen auf, wenn man das an schon bestehendes Wissen andocken kann, dass da einfach Zusammenhänge entstehen. Und bei Erwachsenen im Unternehmenskontext, da kann man so viel einfach schon nutzen und drauf aufbauen. Und bei anderen Gruppen muss man halt da ein bisschen weiter unten anfangen und schauen, wo kann ich denn da ansetzen. Und weil du die Barrierefreiheit oder die Zielgruppen auch angesprochen hast, was ich jetzt in der Arbeit mit geistig beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen gemerkt habe und mir dadurch auch super wichtig geworden ist, im persönlichen Umgang mit den Menschen. Erstmal davon aus, also wenn ich die jetzt halt kennenlerne, sie so normal wie möglich zu behandeln. Also wenn ich reingehe, sie wie jeden anderen auch zu behandeln. Und dann erst zu schauen, wie weit muss ich denn denen jetzt entgegenkommen, wie weit muss ich jetzt vom Niveau her auch runtergehen. Weil wenn nicht, wir haben bei uns im Team Bananenflanke in der Hochzeit hatten wir 55, 60 Kinder. Jetzt gerade sind wir so bei 45, 50 Kinder. Und da ist jedes Kind anders. Und selbst wenn 2 Kinder Down-Syndrom haben, heißt es nicht, dass sie beide gleich stark oder gleich schwach sind oder vom Niveau her gleich sind, sondern das ist immer unterschiedlich. Und da ist, für sie ist das Schönste, wenn sie so behandelt werden wie alle anderen auch. Also primär, und dann schauen, wie kann ich denn auf die jetzt besser eingehen und die besser erreichen. Aber erstmal normal mit den umgehen. Geht aber natürlich nur im persönlichen Austausch. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Online-Training, ich habe eine App, mit der sie arbeiten müssen, ich habe eine Webseite, wo sie was lernen können oder sowas, ist niemand da, der ihnen helfen kann, wenn was ist. Und da muss man natürlich dann eine Struktur, eine Environment, also eine Umgebung schaffen, die es allen ermöglicht, damit zu arbeiten, ohne dass sie irgendwelche Probleme haben. Also sei es, dass sie alles sehen und lesen können, dass wenn sie selber nicht lesen können, dass es vielleicht jemand vorliest oder sowas. Also solche Dinge, das ist was, wo ich sage, okay, das muss in einem digitalen Raum, wo kein persönlicher Austausch ist, dann schon gewährleistet werden, wenn man mehrere Gruppen oder wenn man vulnerable Gruppen erreichen will, die man vielleicht nicht persönlich kennt. Also da muss man dann schon mehr auch drauf eingehen und auch ein bisschen breiter drauf eingehen, was denn alles kommen könnte. Aber im persönlichen Austausch ist mein Rangehen und das, was ich jetzt eben auch in der Bananenflanke und auch mit den Schülern gelernt habe, mit allen normal umgehen und dann schauen, wie weit muss ich denn vom Niveau runtergehen, damit es ankommt. Vielleicht muss ich dann was ich mir von den schwierigeren Sachen noch überlegt habe, vielleicht sogar auch in die Tonne kloppen und sagen, das macht keinen Sinn. Wir machen die Basics, fangen damit an und dann können wir uns immer noch überlegen, wie weit wir gehen.
Aber erstmal, also das sind halt die zwei Dinge, persönlicher Austausch und im digitalen Austausch oder Inhalte erstellen, muss man natürlich nochmal, das sind ganz andere Herausforderungen. Ja, Aber da ist halt die Barrierefreiheit noch um einiges wichtiger. aber die Voraussetzung bei beiden ist eigentlich sowohl im persönlichen als auch im digitalen, Kommunikation oder quasi in der Welt, dass ich erst mal verstehe, wie die Lebenswelt von der Person ist Ja, das und definitiv. genau wie die Konstitution vielleicht auch ist von der Person, um überhaupt eine gute Kommunikation zu schaffen oder dem halt dann der Person entsprechend was zu bieten. Ja, Und das ist eigentlich das, was wir auch versucht haben in dem Projekt. Also, es ist ja auch so die agile Arbeitsweise, das haben wir bei Codiclass ja auch schon versucht zu sagen, na ja, man muss aus der Lernzielgruppe ausdenken und erst mal verstehen, was mhm. macht diese Lernzielgruppe eigentlich aus. Aber das ist auch so mein Learning und das verstehe ich jetzt auch in dem Gespräch mit dir, dass das auch vor allem bei vulnerablen Gruppen extrem wichtig ist, erst mal quasi auch im persönlichen Austausch sie so normal wie möglich zu behandeln und noch gar nicht so auf diese Verletzlichkeit, was die vielleicht auch haben, einzugehen, weil das Ja, vielleicht dann auch wieder Selbstwirksamkeit nimmt. Und dann quasi erst in dem Austausch herauszufinden, was die Konstitution ist und dann entsprechend das zu ja, ja, berücksichtigen im weiteren Kontakt oder auch in den ja, digitalen Mitteln. ja. Also man wird auch, je normaler man mit den Menschen umgeht, desto mehr wird man auch überrascht, was Mhm, Menschen eigentlich schon an Vorerfahrungen mitbringen. Also bei geistig beeinträchtigten Kindern, wenn man das jetzt einfach bloß so hört, das ist ein geistig beeinträchtigtes Kind, dann hat man so seine Vorstellung, wie das Kind so ist. Wenn mhm, man aber eben schon gleich mit dieser Vorstellung mit dem Kind interagiert, dann kommt man vielleicht gar nicht an den Punkt, dass das Kind auch zeigt, was es eigentlich drauf hat und kann. mhm, Und wenn ich eben normal mit dem Kind interagiere und dem auch die Möglichkeit gebe zu zeigen, dann wird man auch ganz oft überrascht, was für Fähigkeiten eigentlich da noch dahinter stecken. Ähm, und das ist, glaube ich, in jeder vulnerablen Gruppe so, dass da einfach versteckte Fähigkeiten drin sind, die man vorher gar nicht kennt. Ist natürlich sehr individuell, personenbezogen. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, zielgruppenorientiert arbeiten muss ich in allen meinen Bereichen. Das ist das A und O, weil ich kann nicht Inhalte generieren also wenn ich jetzt bei den vulnerablen Gruppen bleibe, wenn ich für Asylbewerber einen Kurs gestalten muss, muss ich den anders gestalten. Können die gleichen Inhalte sein, die muss ich anders aufbereiten, als wenn ich das für mhm, geistig beeinträchtigte Menschen, egal ob jugendlich, erwachsen oder so, mache, muss ich die gleichen Inhalte anders aufbereiten und einfach auf die Zielgruppe eingehen, damit die so viel wie möglich mitnehmen. Also mhm. und das sind jetzt bloß zwei Gruppen, es gibt ja noch Ja, zig viel andere mehr. Gruppen, die genau, aber da muss man schon drauf eingehen und das ist eigentlich das A und O, wenn einem das Ziel ist, so viel mitzugeben und so viel zu vermitteln, wie man möchte. Mhm. Ähm, genau. Ja, super. Dann, vielen Dank für den Einblick Ja, bitte, bitte. in dein Alltagsleben, aber auch so ein bisschen drüber hinaus. Genau und ja, Ja, bitte, ich freue bitte. mich. Dankeschön. Bitte schön. Ich hoffe, ich konnte euch in eurem Projekt damit ein bisschen weiterhelfen. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann stehe ich euch natürlich gerne zur Verfügung. Dankeschön.